Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Heute sprechen wir etwas sehr Persönliches, aber auch super Spannendes. Und zwar über die Vor- und Nachteile einer internationalen Ehe. Es gibt auch viele romantische Vorstellungen darüber, wie es ist, jemanden aus einem anderen Land zu heiraten, aber in der Realität gibt es viele Herausforderungen und Schwierigkeiten und natürlich auch tolle Vorteile. Ich komme aus Japan und habe selbst mit einem deutschen Mann in Deutschland geheiratet. In diesem Video werde ich jeweils 5 Vor- und Nachteile vor allem zwischen deutscher und japanischer Ehe teilen, basierend auf meiner eigenen Erfahrungen. Also bleibt dran und lasst uns anfangen. Ich bin Japanerin, also komme ich aus Japan und wohne seit 2018 in Deutschland. Außerdem habe ich 2019 mit meinem deutschen Mann in Deutschland geheiratet. Seit 2023 haben wir eine süße Tochter. Unsere bisherige Ehe war gut, obwohl wir ein internationales Ehepaar sind. Man sagt oft, dass die Scheidungsrate bei internationalen Ehen höher als bei Paaren gleicher Staatsangehörigkeit ist. Bei uns hatten bzw. haben wir immer noch sehr viele Schwierigkeiten, weil wir in anderen Ländern geboren und aufgewachsen sind. Dementsprechend möchte ich euch zunächst 5 Vorteile wegen der internationalen Ehe und danach 5 Nachteile vorstellen. Erstens, kultureller Austausch und Bereicherung. Der erste Vorteil ist der kulturelle Austausch und die kulturelle Bereicherung. Einer der größten Vorteile einer internationalen Ehe ist der ständige kulturelle Austausch. Man lernt ständig Neues über eine andere Kultur. Man kann beispielsweise neues Essen probieren, was man noch nie gegessen hat oder nie essen würde, wenn man nicht mit einem internationalen Partner oder einer internationalen Partnerin zusammen wäre. Es ist möglich, verschiedene Kulturen aus erster Hand zu erleben. Es ist aber teilweise schwierig, die andere Kultur anzunehmen und zu verstehen, weil die Gewohnheiten und keine Veränderungen für alle Menschen sehr angenehm sind. Allerdings kann man dadurch viel lernen und erfahren, wie andere Menschen denken, was dir wichtig ist und wie du das Leben wahrnimmst. Zum Beispiel habe ich durch meinen Mann gelernt, wie wichtig ihm in seiner Kultur die tiefe Bindung der Familie ist. Die Familie aufzubauen, die Zeit mit der Familie zu verbringen und schöne Erinnerungen mit der Familie zusammen sind sogar mein Ikigai geworden, also der Sinn meines Lebens. Wenn ich in Japan mit einem Japaner geheiratet hätte, kann es sein, dass ich oder der Mann für die Familie nicht so viel Zeit genommen hätte, da Japaner eine andere Kultur und Wertvorstellungen haben als die Deutschen. Man arbeitet häufig mehr und geht abends manchmal wegen des gesellschaftlichen Umgangs mit Arbeitskollegen aus. Außerdem werden die Wochenenden anders verbracht. In Deutschland verbringen die Menschen mehr Zeit mit ihren Familien und oft kommen ihre Partner und Kinder zu irgendeinem Event mit. In Japan ist es zum Beispiel selten, dass Partner zu Treffen von Frauen mitkommen. Es ist in Japan eher üblich, dass sich Frauen und Männer mit anderen Frauen oder Männern treffen. Treffen nur von Frauen, die Joshikai, auf Japanisch genannt werden, sind besonders häufig. Männliche Partner sind dort natürlich nicht zugelassen. Wenn ich also zum ersten Mal eine japanische Frau treffe, auch in Deutschland, frage ich sie immer, ob es in Ordnung ist, wenn mein Mann dabei ist. Nur nach der Heirat sind Ehepaare und auch in Japan beide bei einem Treffen mit Verwandten zusammen. Aber bei Treffen mit Freunden tendiert man dazu, Männer und Frauen zu trennen. Es gibt natürlich noch mehrere kulturelle Unterschiede, aber so sind allein die Kulturen Deutschlands und Japans ganz unterschiedlich. Wenn man aber beide steht, kann man doppelt Spaß haben. Zweitens, Mehrsprachlichkeit in der Familie. Der zweite Vorteil ist die Mehrsprachlichkeit in der Familie. Ich konnte schon etwas Deutsch, bevor ich meinen Mann geheiratet habe. Das liegt daran, dass ich selbstständig Deutsch gelernt und Sprachschule in Deutschland besucht habe. Nur weil man verheiratet ist, heißt das aber nicht, dass der Partner deine Sprache sprechen kann. Aber wenn du etwas nicht verstehst, hast du ein Umfeld neben dir, wo du deinen Partner fragen kannst und er dich korrigieren kann. Und die Sprache des Partners zu lernen bedeutet auch, die Kultur kennenzulernen. Außerdem bringt eine internationale Ehe oft die Möglichkeit, dass die Kinder mehrsprachig aufwachsen.
Unsere Tochter kann sowohl meine Muttersprache Japanisch als auch die meines Mannes Deutsch lernen. Sie kann außerdem in Deutschland besser Englisch lernen. Es gibt bei einem internationalen Ehepaar einfach mehr Möglichkeiten, eine Sprache zu erlernen und das sogar kostenlos. Sie wächst mit mehreren Kulturen und Sprachen auf, was ihre Perspektiven enorm erweitert. Das ist ein unglaublicher Vorteil, besonders in der heutigen globalisierten Welt. Wir lassen aber jetzt die Frage beiseite, ob meine Tochter in Zukunft beide Sprachen lernen will oder nicht. Zudem ist es sehr praktisch für Büroarbeiten und Reisen, wenn es Menschen in der Familie gibt, die verschiedene Sprachen sprechen. Wenn wir nach Japan reisen, kann ich auf Japanisch statt meines Mannes kommunizieren und übersetzen. In Deutschland muss ich halt die meisten Sachen selber machen, weil ich einigermaßen Deutsch kann. Aber wenn es um den Papierkram wie zum Beispiel Steuererklärungen, Kindergeldanträge und so weiter geht, macht mein Mann das meistens. Meine Empfehlung für ein internationales Ehepaar ist aber, dass sie beide ihre Muttersprache lernen und ungefähr auf demselben Niveau herstellen. Das macht es deutlich leichter im Alltag für sie beide. Andernfalls kann es sich manchmal ungerecht anfühlen, besonders wenn eine Seite auf der Nicht-Muttersprache mit dem Muttersprachler streitet. Drittens, neue Erfahrungen und Perspektiven. Der zweite Vorteil ist, dass man durch die internationale Ehe neue Erfahrungen und Perspektiven bekommt. Wenn man in einer anderen Kultur und Umgebung aufwächst, sind die Werte und Denkweisen manchmal anders. Natürlich je nach Person, aber dies gilt umso mehr in verschiedenen Ländern. Dadurch erfährt man Neues und lernt neue Perspektiven kennen. Wenn es um neue Erfahrungen geht, habe ich zum Beispiel durch meinen Mann Orte bereist, die ich allein wahrscheinlich nie gesehen hätte, wie zum Beispiel kleine Dörfer in Deutschland oder eine Stadt, wo mein Mann aufgewachsen ist. Mein Mann hätte auch nie meine Heimatstadt in Japan besucht, wenn wir nicht verheiratet wären. Die meisten Menschen neigen dazu, nur größere Städte wie Touristenorte zu besuchen. Außerdem haben wir beide unterschiedliche Freunde, Verwandte und Bekannte aus verschiedenen Ländern. Das heißt, wir haben mehr Vitamin B, also mehr Beziehungen. Vitamin B hilft manchmal sehr in unserem Leben und bei einem internationalen Ehepaar wird Vitamin B internationaler. Und das öffnet das Horizont und macht das Leben unglaublich spannend. Des Weiteren lernt man oft echte Lebensstile kennen, was nicht oberflächlich ist. Wenn ich nicht mit meinem Mann zusammen wäre, hätte ich vielleicht das deutsche Weihnachten nicht richtig kennengelernt, da Weihnachten in Deutschland eher etwas für die Familie ist. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, sich für das andere Land zu interessieren, um die Beziehung auch recht zu erhalten. Die Kenntnis der Kultur des anderen Landes kann das Leben für beide Seiten einfacher machen. Viertens, persönliches Wachstum. Der vierte Vorteil ist persönliches Wachstum. Durch eine internationale Ehe lernt man toleranter und offener zu sein. Man wird mit so vielen unterschiedlichen Ansichten konfrontiert, dass man automatisch lernt, offener zu denken. In Japan neigt man dazu, sich Gedanken darüber zu machen, was die Menschen um sich herum sehen. Welche Kleidung ist schöner oder süßer? Frauen möchten oft unbedingt schminken, wenn sie rausgehen und so weiter. Man achtet oft in Japan auf sein Äußeres. Mein deutscher Mann sagt nichts über mein Äußeres. Er sagt eher, ich muss mich nicht schminken. Er spricht oft sehr offen und direkt. Und da mein Mann so offen ist, ist seine Aussage ehrlich. Manchmal denke ich sogar, dass ich eine sehr einseitige Meinung habe. Außerdem wurde meine Toleranz im guten und schlechten Sinne vergrößert. Da wir beide in unterschiedlichen Umgebungen geboren und aufgewachsen sind und unter der Prämisse geheiratet haben, dass wir unterschiedliche Kulturen und Denkweisen haben, sind wir in der Lage, einige Unterschiede zu tolerieren. Und man ist dann nicht so oft negativ überrascht, egal was passiert. Fünftens, mehr Möglichkeiten bzw. Auswahl. Der letzte Vorteil ist, dass man mehr Auswahl haben kann. Wir leben jetzt in Deutschland, aber man kennt die Zukunft nicht. Wenn es in Deutschland schlecht läuft, können wir auch in Japan leben und umgekehrt genauso. Und dabei ist es einfacher, wenn man heiratet. Man kann sowohl in Deutschland als auch in Japan ein Ehegattenvisum bekommen und dort bleiben, wo man will.
Zudem können wir zwei verschiedene Währungen behalten. Ich habe japanische Yen in meinem japanischen Konto in Japan und auch Euro in Deutschland. Wenn einige Währung davon schlechter oder besser wird, können wir sie immer wieder wechseln. Es gibt auch mehr Möglichkeiten, Arbeit zu finden. Auch meine Tochter bekommt mehr Möglichkeiten. Sie kann in Zukunft sowohl in Deutschland als auch in Japan leben, wenn sie will, und sie hat mehr Kenntnisse über die beiden Länder. Sie hat auch die Chancen, sowohl Deutsch als auch Japanisch auf Muttersprachenniveau zu lernen. Nun schauen wir uns die 5 Nachteile an. Erstens, unterschiedliche Wertvorstellungen und Traditionen. Der erste Nachteil sind die unterschiedlichen Wertvorstellungen und Traditionen. Unterschiedliche Kulturen bedeuten oft auch unterschiedliche Wertvorstellungen und Traditionen, und manchmal gehen Beziehungen oft an den kulturellen Unterschieden zu Bruch. Wir streiten uns auch manchmal wegen solcher unterschiedlichen Wertvorstellungen und Traditionen. Zum Beispiel haben Deutschland und Japan unterschiedliche Esskulturen und Manieren. Mein Mann isst zwar japanisches Essen, was ich koche, aber er isst nicht alles. Er isst meistens gerne japanisches, was im Ausland sehr bekannt ist, zum Beispiel Ramen, Gyoza, Omurice, Karaage und so weiter. In Japan gibt es wirklich noch mehr Essen, das nur zu Hause gekocht wird. Was er mag, ist nur Essen, was man oft in Restaurants in Japan bestellen kann. Ich habe manchmal Neues für uns gekocht, aber ihm hat es nicht gefallen. Und er isst es einfach gar nicht mehr oder er probiert sogar gar nichts, weil es für ihn sehr neu ist. Ich weiß nicht, ob das nur bei ihm ist, aber er mag kein ungewöhnliches beim Essen, obwohl er es noch gar nicht probiert hat. Diese Art von Skepsis bzw. wählerischen Essen, obwohl man es noch nicht probiert hat, wird auch japanisch als Tabezugirei bezeichnet. Ich hoffe, dass meine Tochter nicht zu einer wählerischen Esserin wird. Ich muss deswegen manchmal alleine so viel unbekannte Japanisch kochen und essen. Aber ich finde es einfach schade und es lohnt sich auch nicht, nur für mich zu kochen. Manche Essen muss man ja viel vorbereiten. Ich probiere aber immer alles deutsches Essen. Unfair. In Japan gibt es außerdem ein solches Sprichwort, "Dasareta mono wa nokosazu taberu." Auf Deutsch, man isst alles, was serviert wird, ohne etwas übrig zu lassen. Das könnte mittlerweile auch in Japan ein etwas altmodischer Gedanke sein und man kann eigentlich essen, wie viel man essen kann. Aber man sollte in Japan möglichst alles aufessen oder zumindest versuchsweise essen. Das sind Manieren beim Essen in Japan. Aber in anderen Ländern wie China zum Beispiel sollte man nicht aufessen und Essen übrig lassen. Also wenn Sie beide in anderen Ländern aufgewachsen sind, könnten solche Manieren und Wertvorstellungen dabei zu einem Konflikt führen. Außerdem gibt es Unterschiede bei Treffen mit Verwandten und Freunden. In Japan trifft man sich mit Verwandten weniger als in Deutschland. In Deutschland trifft man sich sehr oft, wie zum Beispiel bei jedem Geburtstag und Weihnachten. Wenn man in Japan erwachsen wird, feiert man selten seinen Geburtstag mit Verwandten und vielen Freunden zusammen. In Deutschland feiert man wirklich oft und viele Leute kommen dabei zusammen. Auch kommen da sogar die Partner der Freunde mit. Das ist in Japan anders. Wenn man sich in Japan zum Beispiel mit vielen Verwandten treffen würde, ist es meistens bei Obon, also buddhistisches Totengedankenfest, Beerdigung oder zu Neujahr. Aus diesem Grund sind viele Japaner relativ unbegabt mit solchen verwandtschaftlichen Beziehungen. Zweitens, Sprachbarrieren und Missverständnisse. Der zweite Nachteil sind Sprachbarrieren und Missverständnisse. Ich denke, das ist der größte Vorteil und der größte Nachteil, quasi zwei Seiten derselben Medaille. Hyori Itai. Ich habe beim zweiten Vorteil erwähnt, dass die Mehrsprachlichkeit in der Familie vorteilhaft ist. Aber unser Streit resultiert meistens wegen der unterschiedlichen Muttersprachen. Unsere gemeinsame Sprache ist Deutsch. Mein Mann lernt zwar Japanisch, aber mit seinem japanischen Sprachniveau können wir nicht über alles reden. Und mein Deutsch ist auch noch nicht auf Muttersprachenniveau. Wir haben manchmal Missverständnisse und verstehen uns manchmal nicht. Manche Sachen muss man ausführlich erklären, damit wir es besser verstehen, weil die Sachen einen kulturellen oder geschichtlichen Hintergrund hat.
Zudem finde ich es manchmal lästig, dass ich alles auf Deutsch erklären muss. Manchmal ist es schneller, etwas selbst zu tun, als es meinem Mann auf Deutsch zu sagen. Das ist aber nicht nur aus dem Grund, dass er ein Mann ist. Auch Japanisch zu sagen ist für mich deutlich einfacher und man muss nicht so mehr nachdenken, als wenn ich es auf Deutsch sage. Dazu kommt, dass sich Deutsch sehr stark und direkt anhört. Ich frage mich manchmal, ob mein Mann momentan irgendwie ärgerlich ist oder mir irgendeine Kritik gibt. Außerdem kann er die Luft im Vergleich zu den Japanern nicht so gut lesen. Der Grund dafür, warum es solche Situationen gibt, ist, dass Deutsch eine Low-Kontext-Sprache ist, während Japanisch eine High-Kontext-Sprache ist. Bei Low-Kontext-Sprachen wie bei Deutsch wird sehr direkt und explizit gesprochen. Alles Wichtige wird klar und deutlich ausgesprochen. Bei High-Kontext-Sprache wie bei Japanisch wird es hingegen oftmals nicht direkt angesprochen, sondern zwischen den Zeilen vermittelt und auf der Empfängerseite entschlüsselt. Die High-Kontext-Sprache wie Japanisch zeichnet sich also dadurch aus, dass hinter der Kommunikation ein gemeinsames Verständnis steht, sodass die Bedeutung irgendwie verstanden werden kann, auch wenn sie nicht in Worten ausgedrückt wird. Kurz gesagt, Low-Kontext betont direkte Kommunikation, während High-Kontext auf indirekte Kommunikation setzt. Da Deutsch und Japanisch fast diametral entgegengesetzte Sprachen sind, passieren solche sprachlichen Probleme deshalb öfter. Ich habe bereits ein Video über Schwierigkeiten in Deutschland, meine 5 größten Herausforderungen als Japanerin gemacht. In dem Video habe ich auch wegen der Sprachbarrieren und Missverständnisse erzählt. Schaut euch gerne auch dieses Video an. Zudem verstehe ich auch weniger, wenn ich müde bin. Ich verstehe immer Japanisch, auch wenn ich müde bin, aber Deutsch verstehe ich manchmal gar nicht mehr. Es geht dann links rein und rechts raus. Ich fühle mich deshalb sogar manchmal inkompetent. Außerdem haben wir einen unterschiedlichen Humor. Mein Mann macht glücklicherweise selten Sarkasmus zu mir, aber manche Leute in Deutschland machen das häufiger als in Japan. Wenn ein Partner Sarkasmus gar nicht mag, kann das sehr stören. Das ist aber nicht der einzige Unterschied im Humor. Bei uns schauen wir manchmal japanische oder deutsche Serien und Filme. Als wir eine japanische Serie geschaut haben, musste ich wegen Humor lachen, weil ich die Geschichte von japanischem Humor gut kenne. Mein Mann aber nicht. Wir konnten dann gar nicht zusammen lachen. Dasselbe gilt für Werbungen, Anime, Musik und so weiter. Drittens, Entfernung zur Familie. Der dritte Nachteil ist die Entfernung zur Familie. Wenn man ganz weit von der eigenen Familie und Freunden wohnt, fühlt man sich oft einsam. Da bin ich keine Ausnahme. Vor allem gibt es zwischen Japan und Deutschland eine große Entfernung. Wenn du in einem Land lebst, das nicht dein Heimatland ist, empfehle ich dir, dort deine Freunde zu finden, vor allem wenn sie aus demselben Land kommen. So kannst du die Schwierigkeiten, die das Leben im Ausland mit sich bringt, gegenseitig verstehen und dich besser entspannen. Man kann außerdem seine Familie nicht so oft persönlich sehen und möglicherweise kann man sogar nicht auf dem Sterbebett dabei sein. Überdies kann man sein Enkelkind seine Eltern nicht so oft zeigen. Ich sorge schon darum, dass meine Tochter in Zukunft keine enge Beziehung mit meinen Eltern in Japan haben kann, auch wenn wir so oft telefonieren. Des Weiteren, wenn man im Ausland häuslicher Gewalt oder moralischer Belästigung vom Partner ausgesetzt ist, wird die Situation noch viel schwieriger. Man kann möglicherweise nicht so einfach nach Hause zurückkehren. Es stellt sich auch die Frage, in welchem Land man im Alter leben wird. Über solche ausführliche Schwierigkeiten in einer internationalen Ehe möchte ich in einem weiteren Video sprechen. Viertens, rechtliche und bürokratische Hürden. Der vierte Nachteil sind rechtliche und bürokratische Hürden. Was viele nicht bedenken, sind die rechtlichen und bürokratischen Herausforderungen, die eine internationale Ehe mit sich bringt. Von Aufenthaltsgenehmigungen bis hin zur Änderung des Familiennamens, der bürokratische Aufwand kann enorm sein. Ich erinnere mich noch an viele Dokumente, die wir für die Hochzeit und das Leben in einem neuen Land
erreichen musste. Da wir in Deutschland geheiratet haben, mussten wir unsere japanischen Dokumente von einem in Deutschland anerkannten Übersetzer ins Deutsche übersetzen lassen und mit einer Apostille belegen. Das war stressig und hat viel gekostet. Und man muss auch Geduld haben, denn die Bürokratie in einem anderen Land ist oft viel langsamer, als man es gewohnt ist. Ich musste außerdem meinen Familiennamen in Japan ändern. Dabei muss man möglicherweise auch sein japanisches Konto, Kreditkarten, irgendeine Versicherung, Führerschein und so weiter ändern. Außerdem ist die Scheidung in Deutschland schwieriger als in Japan. In Japan müssen bei einer einvernehmlichen Scheidung lediglich die Dokumente unterzeichnet und bei den Behörden eingereicht werden. Aber in Deutschland muss man immer vor Gericht gehen. Das heißt, man muss auch mindestens einen Rechtsanwalt nehmen. Bei internationaler Ehe oder dem Leben in einem fremden Land gibt es noch ein anderes Problem. Das ist Haga Kindesentführungsübereinkommen mit der Abkürzungsform HKÜ, auf Japanisch Hagu-Joyaku. In Fällen von grenzüberschreitenden Kindesentführungen können sich Betroffene daher ab sofort an die zentralen Behörden in Deutschland bzw. in Japan wenden. Man kann also sein Kind zum Vaterland nicht einfach mitnehmen. Wenn man zum Beispiel nach Japan alleine fliegt, sollte man eine Einverständniserklärung vom Partner mitnehmen oder so. Eine internationale Ehe ist eigentlich nicht so einfach. 5. Schwierigkeiten für die Kinder. Der letzte Nachteil ist Schwierigkeiten für die Kinder. Es kann sein, dass Kinder aus einer internationalen Ehe manchmal Identitätsfragen haben. Sie gehören zu zwei Kulturen, was verwirrend sein kann. Meine Tochter hat jetzt die doppelte Staatsangehörigkeit von Deutschland und Japan. Sie wird sich vielleicht irgendwann fragen, bin ich mehr wie Mama oder mehr wie Papa? Das kann zu Unsicherheiten führen. Wir müssen ihr helfen, diese beiden Welten in Einklang zu bringen, was manchmal herausfordernd ist. Auch sprachlich. Ich spreche mit ihr auch Japanisch und mein Mann auch Deutsch. Sie versteht vielleicht jetzt Japanisch mehr und spricht ein paar Vokabeln auf Japanisch. Aber wenn wir immer in Deutschland wohnen, wird ihr Deutsch bestimmt viel besser als Japanisch. Es wird auch schwierig sein, dass meine Tochter auf Japanisch mit meinen Eltern in Japan spricht. Und meine Tochter wird besser Deutsch sprechen als ich. Ich muss deswegen mehr Deutsch lernen, damit es ihr nicht peinlich wird. Zudem möchte sie möglicherweise nicht mehr Japanisch lernen. Das Kind sieht vielleicht keinen Vorteil darin, Japanisch zu lernen und es wird im Vergleich zu Kindern, die in Japan leben, definitiv an japanischen Kenntnissen mangeln. Das Erlernen mehrerer Sprachen von klein auf hat zwar viele Vorteile, bedeutet aber auch eine große Belastung für das Kind. Natürlich müssen sich auch die Eltern anstrengen. Eine internationale Ehe hat ihre Vor- und Nachteile, aber wie in jeder Ehe. Es wird immer Probleme zwischen Paaren geben, wenn sich Werte, Einstellungen und familiäre Bräuche unterscheiden, selbst wenn sie in demselben Land aufgewachsen sind. Daher denke ich, dass es mehr von der Wertvorstellung und Denkweise des Partners abhängt, als davon, dass es sich um eine internationale Ehe handelt. Allerdings kann eine internationale Eheschließung zu einem Schwierigkeiten in seinem Alltag führen. Ich persönlich denke, dass es wichtig ist, das richtige Gleichgewicht zu finden und sich gegenseitig zu verstehen. Besonders in einer Ehe zwischen zwei verschiedenen Ländern, Deutschland und Japan, wirken sich die Unterschiede in der Kultur und der Sprache auf unser tägliches Leben aus. Aber gleichzeitig glaube ich, dass dies uns hilft zu wachsen und die Erfahrungen des anderen zu bereichern. Wenn ihr vor der Entscheidung steht, eine internationale Ehe einzugehen, hoffe ich, dass euch dieses Video hilft, die verschiedenen Aspekte besser zu verstehen. Denkt bitte aber daran, Kommunikation und gegenseitiger Respekt und Berücksichtigung sind der Schlüssel. Vielen Dank, dass ihr es bis zum Ende angeschaut habt. Ich hoffe, ihr konntet aus meinen Erfahrungen etwas mitnehmen. Wenn ihr Fragen oder eigene Erfahrungen habt, lasst sie gerne in den Kommentaren da. Und vergesst nicht, das Video zu liken und zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Schaltet bitte auch die Klingel ein. Wir sehen uns dann beim nächsten Video oder beim Livestream. Dann
チャオありがとうございました。